Eine kleine Sensation mitten im Bus, eine 50 Kubik Maschine. Das wäre noch nichts Sensationelles, aber wir schreiben das Jahr 2022, Euro 4. Und wer diese Auspuffanlage sieht, der weiß, um was es geht. Es ist ein Zweitakter. Richtig, genau. Es ist ein Zweitakter, wie man so schön auch mit der Beschriftung da unten stehen hat. Wir haben noch 2 Stück ergaunern können aus Österreich. Also wir haben hier eine Zweitaktmaschine, Motor von der Firma Morini mit einer Einspritzanlage und elektronische Benzinpumpe. Und das ist halt eine schöne Geschichte, agil, wie wir die Jungs das halt kennen. Da kann man schön ein bisschen auch selbst ein bisschen schrauben, altbewährte Technik. Und ja, die ist neu. Die ist ganz spiegelnagelneu, jawohl. So, das heißt, was die Leute kennen, ist Aerox. Der Sound ist natürlich legendär von einem Zweitakter, der Gestank auch. Das ist so, ist das schon gemischt eigentlich, der Sprit? Nein, das ist also nur, hat eine Trennspülung, hat einen extra Öltank ohne Ölpumpe drin. Ist da schon Öl drin? Ist Öl drin, ja, das ist so. Wir füllen mal ein, der Kollege kommt. Füllen wir gerade ein bisschen. Denn die war so trocken, dass wir sie nicht mal anbekommen haben. Da ist der Tank. Richtig, da kann man dann also ganz normal ein hundsgewöhnlicher E5 tanken. Und hier ist dann der Vorratsbehälter für das Zweitaktöl und mit mit einer Pumpe wird das automatisch dann am Motor gemischt und in den Vergaser zugeführt. Und der zeigt das auch an, wenn es leer wird? Bitte? Der zeigt das an, wenn es leer wird? Ja, hat eine rote Leuchte. Wenn die an ist, ist nichts passiert. Dann habe ich noch über 100 Kilometer Zeit nachzufüllen. Man sollte aber dann bitte nachfüllen. Ja, ich werde mal sagen, ich sage immer, Tipp von mir, nach jedem 5. Volltanken sollte man schon mal dann Öl zu Hause nachkippen. Dann hat man immer sein eigenes Öl und muss nicht irgendwelche Fremdöl kaufen gehen. Darum geht es auch. So, du hast das Öl hier. Öl ist immer da, Zweitakter teilsynthetisch oder vollsynthetisch und für die ganz harten auch Rennöl haben wir auch da, ja. Rennöl? Rennöl gibt es, ja. Ich hab gehört, es gibt Öl, das riecht irgendwie nach Banane. Nach Erdbeer. Die Franzosen haben das gerne für ihre Crossmaschine, weil der Auspuff hinten rauskommt und die Jacken stinken und gerade die Mütter sind ganz bekloppt, weil alles stinkt und dann gibt es dieses Erdbeeröl, ja. Das ist kein Scheiß, also es gibt wirklich Erdbeeröl. Ja, ja, gibt es. Cool. So, Bullet, jetzt bin ich mal sehr gespannt, ob sie angeht. Denn die war vollkommen leer, oder? Die ist komplett leer, ja. Boah, die klingt ja schon gut beim Anmachen. Ja, ich wollte jetzt nicht so viel machen. Die elektrische Benzinpumpe drin, die muss ich entlüften jetzt, weil das Ding ist neu und das wollte ich jetzt gerade ein bisschen ausreizen. Also normalerweise ist es so, dass wir, wenn die Betrieb nehmen, die Benzinpumpe, die elektrisch ist, die wird einmal entlüftet und dann ist das alles kein Problem. So, start nochmal. Vielleicht kriegen wir sie doch an. Da habe ich meine Erfahrung mit der Benzinpumpe und das möchte ich so ausreizen, die wird dann zu warm, das möchte ich nicht. Ne. Okay, super. Also nagelneu. Ja. Die macht auch im Prinzip so hättete. Ja, so genau. So das Cola, wo man draufkloppt und duscht und das so genau machen die. Aber das ist halt so gewünscht von den Jungen, gerade die Jungen, weil wir verlieren sehr viele Jugendliche durch diese Euro 5 Geschichten mit den Viertakter. Wir werden noch 2 Maschinen mit 2 Takter bekommen und zwar Rennmaschinen von der Firma Zündab. Ist eine Überraschung. Im nächsten Video so in 4 Wochen oder 5 Wochen zeigen wir sowas. So, Preis von der Bullet? Die Bullet liegt im Moment bei 2,4. Bei 2,4. Aber es ist was ganz Besonderes, wer sich auskennt. Also auf den meisten Campingplätzen sind die sehr umworben. Denn allein der Sound und so weiter, die fahren die mit so viel Stolz mittlerweile. Ja, genau. Und auch die Gebrauchten, die werden so hart gehandelt. Das ist ein Wahnsinn. Ich sag mal, so ein Peugeot oder ein Aerox, der über 12 Jahre alt ist, mittlerweile liegt bei knappe 1700, 1800 €, muss man dabei sagen. Ja. Als Uralter, wo du wahrscheinlich noch ein bisschen was reinhängen musst. Absolut, da musst du noch 400 bis 500 € noch investieren. Das kennen wir ja, wir haben es tagtäglich hier. Auf jeden Fall. Ne? Ist die zugelassen? Darf ich die fahren? Die hier, nein, die ist nicht zugelassen. Nein, die ist zugelassen. Nein, aber ich kann ein Schild dran machen und fahren. Das heißt, klar, das ist kein Rennding. Ja, wir haben alles hier. Wir machen die mal fahrbereit und dann haben wir auch Kennzeichen von der Firma Continentale, werden draufgeklatscht, saarländisch gesagt, und dann kann man auch direkt düsen. So, die Carbon-Optik ist natürlich cool. Also optisch ist das schon, oder? Ja, ist toll. Also wie gesagt, die ersten 10, die wir hatten, die waren über 8 Tage weg. Dass wir die jetzt haben, erfahren die Leute jetzt über unser Video eigentlich. Und da ist aber bei 2 Stück, einer ist noch in gelb. Alles, was hier blau ist, ist dann schwarz und der Spoiler ist hinten etwas gelb gehalten. Die habe ich drin im Laden stehen. So, können wir uns gleich mal angucken. Da unten hast du einmal einen Hauptständer, einmal einen Seitenständer, das ist auch nicht so weit normal, aber Scheibenbremsen zweimal oder einmal? Ja, zweimal. Also hinten haben wir auch Scheibenbremsen, die meisten haben Trommeln hinten drauf, aber der hat eine Scheibenbremse hinten, so wie auch vorne, mit schönen große Bremse übrigens, ja. Seitenständer muss man bei vielen Konkurrenzen oder Mitbewerbern auch dazu kaufen und reinschneiden und dran machen, ist bei dem schon dabei, genau wie ordentliche Fußrasten, die separat angeordnet sind. Wenn ich jetzt
die im Rennbetrieb benutze und ich will die ein bisschen schneller machen, ja, was ja zulässig ist im Rennbetrieb auf Privatstraßen ohne Anbindung, kann man das machen bei dem? Ja, kann man machen. Der Zweitakter, wie gesagt, also die letzte, wo wir gemacht haben, für einen, der ein riesengroßes Grundstück hat, holt man locker leicht mal 90 km/h raus. So, das darf man aber nicht auf dem öffentlichen Verkehr, nur auf privaten. Privat, genau. Der ist Privatmensch, der hat eine riesengroße Bahn und Platz ohne Ende und deswegen für seinen jungen Sohn für sich ein bisschen auszutoben. Sind aber hier gerade Jugendliche rumgefahren mit so einem Roller, die auch so einen kernigen Sound hatten. Wie geht die Polizei damit um, wenn die jetzt erwischt werden? Das ist eine Straftat? Ja, ist strafbar. Das heißt, wenn angehalten, die meisten Fahrzeuge haben dann einen Leistungsprüfer dabei, werden gemessen und wenn er über diese Geschwindigkeit kommt, beschlagnahmen, da kommt das komplette Prozedere. Und das wird richtig hart, würde ich nicht empfehlen. So, dann gibt es auch entsprechend ein Gerichtsverfahren. Das könnte sogar, je nachdem, wenn ich einen normalen Führerschein habe, zum Entzug führen. Richtig. Also es gibt keinen Versicherungsschutz mehr. Trotzdem machen das viele noch. Ja, viele machen. Das Risiko ist just for fun, sagen die so schön. Ja? Und da die ja nicht berufstätig sind, bezahlen ja die Eltern. Das tut denen ja nicht weh. Du weißt ja bekanntlich, anderes Geld lässt sich am besten ausgeben. Aber es geht zurück durch diese Euro 5 und 4 Takter. Vor 7, 8, 9 Jahren war man ständig als Zeuge vor Gericht, weil die Dinger total manipuliert waren. Ja, also heute ist natürlich so, klar, wenn ich das manipuliere und fahre damit 90 durch, darf ich mich nicht wundern, wenn ich sofort angehalten werde. Aber es kann ja immer mal ein Unfall passieren. Auch da wird das Fahrzeug sichergestellt, genau geprüft. Wir wollen euch keine Angst machen, aber wenn ihr so ein Teil kauft, und es ist ja sehr leicht zu tunen, muss man sagen, so ein Zweitakter. Ja, da ist zum Beispiel allein die Fliehkraftkupplung kann man verändern. Also ich sag mal, in einer Stunde fährt das Ding 70, 80 Sachen, wissen die, YouTube und Variomatik, Kupplung reingeklatscht. Ach, wenn er nachher kaputt geht nach 4 Stunden, aber man kann innerhalb ein paar Handgriffe das Ding auf 70, 80 hochjubeln, kein Problem. Man kann den Kolben selber auch relativ leicht reparieren, muss man sagen. Du kriegst alles für den Motor. Oder? Ja, bei den Zweitakter ist es relativ, man braucht nicht so viel Kenntnis im mechanischen Bereich. Man guckt sich ein Video an, wie erwähnt, und nimmt sich 70 Kubiksatz, ein 17,5er Vergaser, wenn bei vielen, der hat jetzt eine Einspritzanlage, ist noch einfacher eigentlich. Aber ich würde nur raten, Finger weg, das bringt Kosten, Ärger, Sozialstunden und gegebenenfalls Sperre vom Autoführerschein oder diese Begleitfahrendes. So, blöde Frage. Jetzt haben wir euch viel Angst gemacht, ja. Aber jetzt, wie sie ist es zugelassen. Was hat sie für eine Leistung? 5 PS? 5 PS haben die, reduziert für den deutschen Markt auf 45 km/h plus minus. So, und die läuft ja auch locker? Die läuft 50, 52. Toleranz hat man immer drin, auf jeden Fall, ja. Sehr cool. Also 2000, hast du gesagt, um die 2,5? 2,5, noch 2 Stück da, einmal in Blau, einmal in den schönen so ein Grün, so ein helles Grün. So, du sagst, wenn jemand bestellt, sieht die jetzt, egal wo in Deutschland, du kannst die abholen? Nee, nichts mehr. Also hier kann man noch abholen, aber wenn jemand eine dritte Maschine haben will, bekomme ich keine mehr. Aber wenn ich jetzt eine von denen bestellen möchte, bezahl die, du könntest sie auch liefern? Ja, auf jeden Fall, können wir auch machen. So, Zweirad Ferraro seit 20 Jahren in Buß, BOUS, wir sind im EKC in Buß und ja, wir zeigen noch ganz kurz, wenn du mal kurz rundkommst. Links ist sie direkt. Da links ist sie direkt, sie ist gelb, da ist sie, Zweitakter Bullet und hinten sind die ganzen Fender. Das heißt, die ist eigentlich schwarz und hat Akzente dann in Neongrün. Ja. In so einem Fashion Grün mit drin. Ja, vielen Dank, Giovanni. Ciao, ciao.